Da viele Krankheiten mit dem Stoffwechsel und der speziellen Anatomie verbunden sind, möchte ich mit euch heute über die Anatomie der kleinen Vögel aus Australien sprechen. Denn Wellensittiche, auch wenn sie hier in Deutschland gezüchtet wurden, sind perfekt an das Leben in Australien angepasst. Wellensittiche sind klein und wendig, weshalb viele Wellensittichhalter das Problem kennen, wie schwierig es ist, die kleinen Vögel im Flug einzufangen. Selbst mit einem Kescher ist es schwierig. Ich denke oft, ich würde schielen, denn wenn ich denke, ich hätte die richtige Stelle erwischt, macht der Vogel einen Minischwenk nach links oder rechts und schon fange ich nur Luft. Dieser Eindruck wird übrigens auch von der neuesten Forschung unterstützt. Bei einem Versuchsaufbau mit einer Testflugstrecke im Tunnel wurde den Wellensittichen ein Hindernis in die Flugbahn gehängt. Die Vögel konnten das Hindernis früh genug sehen, um frühzeitig auszuweichen. Allerdings änderten die Wellensittiche ihre Flugbahn nur sehr sparsam und kehrten nach dem Ausweichen direkt auf ihren alten Kurs zurück. Die Vögel klappten im Zweifelsfall sogar einen Flügel zusammen, um noch näher an dem Hindernis vorbeizufliegen. Das beweist, was für wendige Flieger Wellensittiche wirklich sind. Kein Wunder, dass wir so große Probleme haben, die Tiere im Flug einzufangen. Aber lasst uns mit einigen Standardangaben starten. Hansibubis, also jene Wellensittiche, die der Urform aus Australien am nächsten kommen, sind 18 cm lang und wiegen in der Regel zwischen 20 und 40 Gramm. Den Hansibubi-Wellensittich erkennst du übrigens an seinem runden Kopf. Andere Zuchtformen wie Standard und Halbstandard haben einen eckigen Kopf, der größer ist, und sie wiegen deutlich mehr. Das Normalgewicht dieser Wellensittiche liegt bei locker 5 bis 15 Gramm höher, also bis zu fast 60 Gramm. Warum ich das so betone? Viele sorgen sich um Übergewicht bei ihren Haustieren, aber dafür muss man die richtigen Zahlen vergleichen. Außerdem können gravierende Gewichtsveränderungen nach unten auf eine ernsthafte Krankheit hinweisen und haben meist schlimmere Folgen als mäßiges Übergewicht. Wellensittiche haben einen schnellen Stoffwechsel und können Gewichtsverluste oft nicht schnell genug ausgleichen, mit tödlichen Folgen. Deshalb toleriere ich ein wenig Übergewicht bei meinen Wellensittichen. Es wäre wegen des schnellen Stoffwechsels auch viel zu gefährlich, die Vögel auf Diät zu setzen. Aber die reine Grammzahl ist nicht der einzige Indikator für einen Gewichtsverlust. Wenn ich meine Vögel einfange und wiege, habe ich mir angewöhnt, zuerst das Brustbein zu überprüfen. Bei einem gesunden Vogel ohne Gewichtsprobleme lässt sich das Brustbein zwar ertasten, aber darum liegt eine kleine bis mäßige Verdickung. Ist die Fett- und Hautschicht über dem Brustbein zu groß, lässt es sich kaum oder gar nicht ertasten. Ein deutliches Zeichen für Übergewicht. Mehr Sorgen mache ich mir allerdings, wenn das Brustbein klar hervorsticht, denn das heißt, es befindet sich kaum Haut oder Muskeln über dem Knochen, die das Tasten erschweren. Der Vogel ist wortwörtlich bis auf die Knochen abgemagert und muss dringend zum Tierarzt. Wichtig zu wissen für die Vogelernährung und häufige Krankheiten wie die Kopfentzündung: Wellensittiche haben anders als wir Menschen eine Erweiterung der Speiseröhre. In diesem Vormagen, dem Kopf, können die Vögel größere Mengen an Futter zwischenspeichern. Das Futter wird anschließend in der Ruhephase verdaut. Deswegen sitzen viele Vögel noch kauend auf der Stange, ähnlich wie die wiederkäuenden Kühe. Dieses Nachverdauen ermöglicht erst die schnelle Nahrungsaufnahme. In freier Wildbahn sind die kleinen Vögel darauf angewiesen, so schnell wie möglich zu fressen, denn während der Nahrungsaufnahme sind sie ständig Gefahren ausgesetzt. So sind Futterneid und generell schnelles Fressen unter hohem sozialen Druck ein Verhalten, das wir auch bei unseren Heimvögeln beobachten können. Erst wenn sie wieder möglichst weit oben über der Futterstelle sitzen können, können sich die Wellensittiche wieder entspannen. Daher auch der schnelle Stoffwechsel. Ähnlich wie die kleinen Kolibris leben Wellensittiche immer am Limit. Wildlebende Wellensittiche werden meist nur 3 bis 4 Jahre alt, während unsere Heimvögel doppelt so alt werden können. Wichtigstes Allzweckwerkzeug für alle Vogelarten ist der Schnabel. Mit ihm wird nicht nur gefressen, er wird bei der Balz und zur Untersuchung der Umwelt eingesetzt. Multifunktionswerkzeug zum Klettern, Spielen und unverzichtbar bei der Gefiederpflege. Und er wird schon mal als Waffe eingesetzt. Jeder, der schon einmal einen Streit bei den Wellis beobachtet hat, hat vermutlich bewundert, wie gekonnt die Vögel ihren Schnabel wie ein Schwert schwingen und Schläge parieren. Der Vogelschnabel wird aus Knochen gebildet und hat die gleiche Struktur wie der Anfang des Verdauungstraktes, der Kropf. Er ist mit einer dünnen Schicht bedeckt, der sogenannten Hornscheide, aus dem Protein Kreatin. Aus demselben Material bestehen unsere Haare,
Fuß- und Fingernägel und das Horn von Huftieren. Ober- und Unterschnabel entsprechen Ober- und Unterkiefer beim Menschen. Der Oberschnabel ist mit einem elastischen Bindegewebe direkt mit dem Schädel verbunden und sehr beweglich. Durch die Bewegung von Ober- und Unterschnabel werden die Körnchen entspelzt. Die gleiche Bewegung erzeugt übrigens jenen Knirschlaut, der anzeigt, dass eure Vögel völlig zufrieden sind. Ich muss sagen, dieser Laut ist wirklich sehr beruhigend und neben dem Singsang einer meiner Lieblingslaute. Das Gebiet um die Nasenlöcher über dem Schnabel ist mit einer Wachshaut bedeckt. Sie gibt einen ersten Hinweis auf das Geschlecht bei erwachsenen Vögeln. Denn je nach Hormonstatus ist die Wachshaut glatt und blau oder rosa bis braun mit Verkrustungen. Die meisten Männchen haben eine glatte blaue Wachshaut. Bei Jungvögeln und Männchen mit Hormonstörungen kann die Wachshaut aber auch blassrosa sein, was zu dem unsinnigen Mythos führte, Wellensittiche könnten ihr Geschlecht ändern. Aber die blasse Wachshaut zeigt nur einen Mangel an Testosteron an. Das kann auch ein erster Hinweis auf Schilddrüsenprobleme oder schlimmer einen Hodentumor sein, denn dann überwiegen weibliche Hormone. Die Hennen haben meist eine braune Wachshaut mit deutlichen Unebenheiten. Je nach Hormonstatus ist die Wachshaut der Weibchen glatter und dunkler. So lässt sich auch erkennen, ob die Valley-Henne in Brutstimmung ist. Übermäßige Wucherungen an der Wachshaut können aber auch ein Zeichen für Milbenbefall sein. Schuppige, graue oder weiße, krustige Läsionen werden von Grabmilben verursacht. Diese Milben heißen übrigens so, weil sie Kanäle in die Wachshaut graben. Da Vögel keine Zähne haben, ist ihr Schnabel besonders stark und stabil. Damit die Vögel die Körner öffnen können, hat die Unterseite des Schnabels feine Rillen. Wie bei den Füßen und Zehen lässt sich auch ein gesunder Schnabel daran erkennen, dass er glatt und glänzend ist. Es gibt keine Verfärbungen und nur wenig Absplitterungen. Der Schnabel bildet eine kompakte Einheit. Ober- und Unterschnabel sind symmetrisch und nicht zu lang. Häufigstes Problem ist ein übermäßiges Schnabelwachstum. Entweder gibt es eine mangelhafte Abnutzung durch Fehlstellung des Schnabels, wie beim Scherenschnabel, oder es liegt eine Lebererkrankung vor. Eine Mangelernährung und Unterversorgung mit Nährstoffen und Vitaminen kann zu Abspaltungen und Rissen führen. Der Schnabel ist weicher und weniger widerstandsfähig gegenüber Verletzungen. Verstopfte Nasenlöcher und vermehrtes Niesen weist, wie bei uns Menschen, auf Atemwegs- oder Viruserkrankungen hin. Gelegentliches Niesen ist allerdings völlig normal. Wie wir reagieren Vögel auf Staub und beim Lüften auf Temperaturschwankungen. Die Luft sollte übrigens nicht zu trocken sein. Trockene Heizungsluft macht vielen Wellensittichen und anderen tropischen Vögeln in der kalten Jahreszeit zu schaffen. Für ein Leben auf der Überholspur ist neben einem perfekt angepassten Verdauungssystem auch der Sehsinn entscheidend. Nicht überraschend, dass das Vogelauge im Vergleich zum Auge der Säugetiere besonders groß ist. Der Vogelstrauß hat von allen Wirbeltieren an Land das größte Auge. Bei den meisten Vogelarten sind die Augen sogar größer als das Gehirn. Wellensittiche haben im Vergleich dazu winzige Augen. Als Fluchttiere mit einem schmalen Kopf machen sie diesen Nachteil mit seitlich gelegenen Augen wett. Die ermöglichen ihnen ein breites Sichtfeld. Zwar keine Stereosicht, aber eine deutlich bessere Sicht als wir Menschen mit unseren nach vorne gerichteten Augen. An den Augen lässt sich übrigens auch das Alter der Tiere ablesen. Bei Jungvögeln ist die Iris noch schwarz und kaum vom restlichen Auge zu unterscheiden. Dadurch entstehen die so niedlich wirkenden Knopfaugen. Erst nach einem halben Jahr hält sich die Iris auf und wird grau-weiß. Je älter die Vögel sind, umso deutlicher und größer wird der sichtbare Ring um die Augen. Ein weiterer Unterschied, die Sehfrequenz. Während wir Menschen nur 24 Bilder pro Sekunde wahrnehmen können, sehen Vögel bis zu 150 Bilder pro Sekunde. Fernsehen ist für sie also nur ein langsames Daumenkino. Weitere Besonderheit bei Vögeln? Die Augenfächer. Sie versorgen die Netzhaut der Vögel mit Nährstoffen und Sauerstoff. Und besonders interessant, Vögel nehmen 2 weitere Farbkanäle wahr. Wie die Insekten sehen Vögel UV-Licht und sie können die sogenannten Schillerfarben sehen. Beides spielt offenbar bei der Vogelbeiz eine große Rolle. Forscher fanden heraus, dass Teile des Gefieders wie Kehltupfen und Wangenfedern ultraviolettes Licht reflektieren.
Zu schade, dass wir diesen Effekt nicht wahrnehmen können. Generell ist das Vogelauge ähnlich aufgebaut wie das Menschenauge. Es besteht aus 3 Teilen: dem äußeren sichtbaren Teil der Hornhaut und dem nicht einsehbaren Bereich der Augenhaut. Das ist ein derbes Bindegewebe, das den Augapfel umgibt und vor Verletzungen schützt. Die mittlere Wand besteht aus der Iris oder Regenbogenhaut und dem Strahlenkörper. Die innere Augenwand besteht aus der Retina oder Netzhaut, die Sehinformationen über Nervenzellen an das Gehirn weiterleitet. Das Augeninnere besteht aus der Linse für die Lichtbrechung und zum Scharfsehen, sowie den Augenkammern vor der Linse. Sie unterstützen die Linse bei ihrer Arbeit. Der hohle Raum hinter der Linse, der Glaskörper, ist mit einer gallertartigen Flüssigkeit gefüllt. Er stabilisiert die Position der Netzhaut. Natürlich können Vögel schärfer sehen als wir. Schließlich müssen sie auch im Flug immer den Überblick behalten. Trotz der geringen Größe der Augen macht dies die schiere Anzahl der Sehzellen möglich. Denn auf gleicher Fläche sind bei den Vögeln mehr von ihnen untergebracht als bei uns Säugetieren. Die Dichte der Stäbchen und Zapfen, die einer Nervenzelle zugeordnet sind, ist bei vielen Vogelarten doppelt so hoch wie beim Menschen. Und die Vögel haben einen weiteren Vorteil, der sich im Dunkeln besonders stark auswirkt. Die Vögel können die Größe der Pupillenöffnung ebenso beeinflussen, wie wir unsere Arme und Beine bewegen. Dadurch können sich die Augen schneller an veränderte Lichtverhältnisse anpassen und die Tiere finden sich in einem dunklen Raum schneller zurecht. Wer allerdings einmal einen Nachtschreck der Vögel miterlebt hat, weiß, diese Fähigkeit hat wahrlich ihre Grenzen. Die Füße der Wellensittiche sind auch perfekt an ihren Lebensraum im australischen Outback angepasst. Mit ihren gebogenen Krallen, die etwas weiter gebaut und kürzer sind, können Papageien perfekt klettern. Und wer schon einmal einen Papagei mit einer Erdnuss in seiner Krallenhand gesehen hat, weiß, Füße und Krallen ersetzen bei vielen Vögeln Hände und Finger. So sind die Vögelfüße perfekt ans Klettern im Geäst und für die Nahrungsaufnahme angepasst. Doch der Greifreflex ist nicht nur beim Fressen wichtig. Auch in der Nacht verlassen sich die Vögel auf diesen Reflex. Denn die Vögel sitzen meist auf einem Bein beim Schlafen und entlasten so das andere Bein, das sie ins Gefieder stecken. Krallendefekte oder Verletzungen bedeuten daher meist gravierende Einschränkungen für die Vögel, nicht nur wegen der eingeschränkten Motorik. Gefahren im Vogelzimmer sind vor allem Teppiche mit Fransen und Gardinen. Unter anderem deswegen und weil die Vögel liebend gern an Gardinen knabbern, habe ich auf Gardinen im Wohnzimmer verzichtet. Und die Schmutzfangmatte über dem Teppich ist auch weitaus einfacher zu reinigen als der Perser. Verletzungen können übrigens auch auftreten, wenn die Wellis sich streiten. Liebend gern wird nämlich in Füße und Zehen gebissen. Bei einem Männchen wurde das Weibchen so aggressiv, dass sogar Blut floss. Bei selbstgebasteltem Spielzeug solltet ihr darauf achten, keine losen Fäden oder Schlaufen stehen zu lassen. Wenn die Wellis sich darin verheddern und in Panik versuchen, sich zu befreien, können sie sich im schlimmsten Fall eine Kralle abreißen oder sogar den Fuß verlieren. Ich bin bei gekauftem Spielzeug, das gerne mit diesen bunten Baumwollfäden ausgestattet wird, dazu übergegangen, diese Fäden abzuschneiden. So schön es ist, für die Vögel daran zu knabbern, es rechtfertigt meiner Meinung nach nicht das Risiko. Ich bringe Sitzstangen und Spielzeug jetzt lieber mit Lederseilen an. Erstens halten die den Knabberattacken meiner Wellihennen länger stand und zweitens bilden sich bei breiten Seilen nicht so leicht Schlaufen. Hanfseile und andere Naturfasern sind auch ein kleines Risiko, denn sie fransen leicht aus. Ihr solltet daher Spielzeug aus Seegras und Hanf regelmäßig überprüfen. So seid ihr auf der sicheren Seite. Apropos sichere Seite, bei den meisten Wellensittichen ist Krallenschneiden nicht nötig, sofern ihr die richtigen Sitzstangen aus Naturästen mit unterschiedlichem Durchmesser habt. Können die Vögel mit ihren Füßen die Sitzstangen nicht komplett umfassen, nutzen sich die Krallen automatisch ab. Es gibt allerdings Vögel mit Fehlstellung und Bewegungsmuffel haben häufig auch lange Krallen. Ihr müsst dafür aber nicht unbedingt immer zum Tierarzt. Wenn ihr einige Vorsichtsmaßnahmen beachtet, ist Krallenschneiden gar nicht so schwer. Wichtigste Regel: nie zu tief schneiden. Zwar wächst das Horn nach, aber wenn die Wachstumszone verletzt wird, wachsen die Krallen schief oder verdickt noch. Bei Albino- und Lutino-Wellis mit ihren hellrosa Füßchen und den hellen, fast weißen Krallen könnt ihr besonders leicht sehen, wie weit ihr schneiden könnt. Denn die Blutgefäße sind bei den hellen Krallen besonders gut sichtbar. Ich schneide lieber zu wenig und dafür häufiger. Und keine Angst, wenn es doch kurz blutet.
Kernseife oder etwas Beta-Isadonna-Lösung verschließt die Poren. Meist blutet es nur kurz, aber Vorsicht, wenn ihr die Blutung nicht stillen könnt. Dann schnell zum Tierarzt, denn Wellensittiche können sehr schnell verbluten. Es hilft den Vögeln übrigens gar nichts, extra beschichtete Sitzstangen mit Sandpapier zu kaufen. Im Gegenteil, diese Sitzstangen bereiten den Wellis nur Schmerzen und können zu ernsten Hauterkrankungen wie Ballengeschwüren führen. Für mich ist es ein Skandal, dass diese Sitzstangen immer noch angeboten werden, denn es sind wahre Folterinstrumente für empfindliche Vogelfüße und gerade Vögel, die im Käfig gehalten werden, können sich nicht wehren, weil sie keine Ausweichmöglichkeit haben. Sorgt lieber mit unterschiedlich dicken Naturästen für Abwechslung. Da die Holzäste mit der Zeit glatter werden, weil die Rinde sich abnutzt, solltet ihr auch diese Sitzstangen regelmäßig austauschen. Es ist übrigens ein Mythos, dass die Krallen schneller wachsen, wenn ihr sie regelmäßig schneidet. Reudemilben und Kalkbeinmilben schaden Zehen und Krallen der Vögel. Die Milben erkennt man an der trockenen und schuppigen Beinhaut. Im Anfangsstadium sind die kleinen Milben häufig sehr schwer zu erkennen. Wie bei allen Parasiten solltet ihr darauf achten, ob die Vögel häufiger Kopf und Schnabel an den Sitzstangen oder an Spielzeugen reiben. Bei älteren Wellensittichen kann auch Arthrose eine Rolle spielen und das Krallenwachstum negativ beeinflussen. Denn die Seniorenwellis neigen wie menschliche Senioren dazu, Schonhaltungen einzunehmen. Das trifft auch bei Handicapped-Wellis zu. Mein Welli-Hahn Maya hat Spreizbeine. Und die extreme Fehlstellung führt dazu, dass die Krallen am rechten Bein relativ lang sind, weil er das Spreizbein kaum belasten kann. Der linke Fuß hat keine überlangen Krallen. Häufig führen die Schonhaltungen und Fehlstellungen zu Einschränkungen beim Greifen. Maya rutscht häufig ab und muss die meisten Landeplätze mehrmals anfliegen, damit er darauf landen kann. Einen Ausgleich bietet der dritte Fuß. Mit dem Schnabel können sich die Handicap-Wellis notfalls festhalten und hochziehen. Fehlstellungen der Zehen und Beinchen können zu schmerzenden Druckstellen führen. Um dem vorzubeugen und auch für ältere Wellensittiche, die nicht mehr so gut fliegen und klettern können, lassen sich Sitzstangen und Brettchen polstern. Am besten nutzt ihr dafür Mikrofasertücher oder einen Stoff, der nicht so leicht ausfranst. Denn die Vögel werden sicher an den Tüchern knabbern. Eine gute Alternative sind auch Sitzgelegenheiten aus Seegras. Matten und ganze Sitzplätze gibt es mittlerweile sogar mit integriertem Spielzeug. Leider haben die Wellis mit ihrem Nagertrieb auch viel Spaß daran, die Sitzgelegenheiten zu zerstören. Mehr Tipps für Handicap-Wellis gibt es in einem sehr guten Buch vom Arndt Verlag, das ich nur jedem empfehlen kann, der sich um die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Wellis kümmern will. Ich verlinke das Buch in der Videobeschreibung. Nun zum vielleicht schönsten und vielseitigsten Teil der Vogelanatomie, die Federn. Sie schützen den Vogelkörper, speichern Wärme und werden nicht nur bei der Balz als Signal eingesetzt. Die Stellung der Federn, gerade des Kopfgefieders, ist ein Stimmungsparameter, mit dem wir uns bei einem anderen Video über das Verhalten der Wellensittiche noch stärker auseinandersetzen werden. Besonders schön und gerade bei Gartenvögeln im Winter zu beobachten, ist das Aufplustern. Dann sehen die Vögel wie kleine Federbälle aus. Die zwischen den Federn gespeicherte Luft spendet bei Kälte Wärme. Auch wenn ich den Eindruck habe, dass meine Wellis alle 3 Monate in der Mauser sind, ist die Hauptmauserzeit die Übergangszeit im Frühjahr und Herbst. Was Sinn macht, denn ähnlich wie bei Pelztieren muss das Frühjahrsgefieder weniger warm halten, während in der kalten Jahreszeit ein flauschiger Pelz nicht schlecht ist. Also wird 2-mal im Jahr das komplette Gefieder in der Vollmauser gewechselt. Dieser Vorgang dauert circa 1 Monat. Unsere Wellis brauchen in dieser anstrengenden Zeit mehr Unterstützung und profitieren von zusätzlichen Mineralstoffen und Vitaminen. Wir können ihnen frisches Obst und Gemüse, Futterpflanzen wie den Golliwog und Vitaminpräparate anbieten. Ich streue meinen Wellis Corvimin unters Futter. Von der Mauserhilfe und speziellen Mauserperlen, die es früher von Anbietern wie Vitakraft gab, halte ich persönlich allerdings wenig. Die Packungen sind viel zu klein und überteuert und man weiß nie genau, was in diesem Zusatzfutter drin ist. Corvimin erhaltet ihr beim Tierarzt und frische Futterpflanzen gibt es mittlerweile auch in jedem guten Zoogeschäft. Neben der Vollmauser gibt es noch 2 weitere Mauserarten. Selbsterklärend ist die Teilmauser, bei denen nur Teile des Gefieders wie das Kleingefieder ersetzt werden. Sie kommt häufiger vor, was man auch daran erkennt, dass wir häufig die kleinen Daunen- und Deckfedern finden, aber nur selten Schwung- und Schwanzfedern. Die Teilmauser ist weniger anstrengend.
Weniger angenehm ist die Schockmauser, bei der Teile oder das ganze Gefieder abgeworfen wird. Ich habe das einmal selbst bei meiner Hängemucki erlebt. Als ich die kleine Angsthäsin zum Wiegen einfangen wollte, hat sie alle ihre Schwanzfedern abgeworfen. Die Federn bestehen aus einem Eiweiß, dem Beta-Keratin. Aus demselben Material bestehen übrigens auch unsere Haare. Trotzdem ist es keine gute Idee, die Vögel mit Shampoo zu waschen. Denn bei der Gefiederpflege fetten die Vögel ihre Federn mit einem öligen Sekret ein, das ihr Gefieder wasserfest macht. Mal abgesehen davon, dass dieser Film beim Waschen weggewischt würde, könnten die parfümierten Pflegeprodukte zu Hautirritationen bei den Vögeln führen. Grob lässt sich das Vogelgefieder in 2 Arten einteilen, dem Klein- und Großgefieder. Das Großgefieder besteht aus den sichtbaren Federn wie Schwungfedern und den Steuerfedern des Schwanzes. Ich konnte leider nicht herausfinden, wie viel Federn Wellensittiche besitzen, aber hier einige Arten zur Einordnung der Größenverhältnisse. Der kleine Kolibri besitzt nur ungefähr 1000 Federn, Singvögel schon 3.000 bis 4.000, Adler um die 8.000, Enten 12.000 und der stolze Schwan über 20.000 einzelne Federn. Generell besitzen Vögel aus tropischen Regionen wohl weniger Federn, vermutlich wegen des schwül nassen Klimas. Da die größte Anzahl Daunen- und Dunenfedern zur Kälteisolierung eingesetzt wird, vermute ich, dass Wellensittiche zwischen Kolibri und unseren Singvögeln liegen. Als kleiner Vogel, der eher in einem warmen Klima zu Hause ist, brauchen Wellensittiche nicht so viele Dunenfedern wie die Singvögel, die bei uns im Garten überwintern. Wellensittiche werden übrigens nackt geboren und bekommen nach wenigen Wochen das erste Jugendgefieder. Erst mit einem Jahr erhalten Wellensittiche ihr richtiges Federkleid. Zu diesem Zeitpunkt kommen sie auch das erste Mal in die Mauser. Interessanter als die reine Anzahl sind die verschiedenen Federarten, denn jede Vogelfeder besitzt eine bestimmte Funktion, die auch ihr Aussehen und ihre Beschaffenheit beeinflusst. Am wichtigsten, nicht nur für die Vielflieger unter den Vögeln, sind natürlich die Flugfedern. Der Federschaft sorgt dafür, dass sich die Flugfedern sehr genau zwischen den anderen Federn einpflegen lassen. Die gleichmäßige Oberfläche wirkt aerodynamisch. Je nach Position am Flügel sind die Federn unterschiedlich geformt. So gibt es Unterschiede zwischen Hand- und Armschwingen. Die sichtbaren Federn sind zudem intensiv bunt gefärbt, was bei der Balz eine bedeutende Rolle spielt. Wie der Name schon sagt, verleihen Konturfedern dem Vogelkörper Kontur. Sie machen den größten Teil des sichtbaren Gefieders aus. Konturfedern variieren stark in Größe und Form, sind aber immer symmetrisch geformt. Unter den Dunenfedern gibt es eine Sonderform der Halbdunen. Sie füllen den Raum zwischen Kontur- und Dunenfedern. Dunen haben keine glatte Oberfläche und dienen der Isolation. Halbdunen sind nur an den Spitzen gefärbt und sonst weiß. Die flauschigen Daunenfedern besitzen keinen Schaft und sind besonders fluffig. Sie bilden ein großes isolierendes Luftpolster um den Vogelkörper herum. Daunen sind sehr flexibel und weich. Sie sind nur sichtbar am Hintern der Vögel oder wenn die Wellis ihre Flügel anheben. Nun zum generellen Aufbau der Federn. Der Federschaft, auch Rachis genannt, bildet den Stamm. Hierbei handelt es sich um eine hohle Röhre aus Keratin. Aus dem Stamm gehen die Federäste oder Rami hervor. Diese Federäste sind wie die Wurzeln eines Baumes durch Bogenstrahlen, den Radi proximalis, und Hakenstrahlen, den Radi distralis, ineinander verhakt. Durch die kreuzartige Verflechtung werden die Federn stabiler und es steht eine luftdichte Oberfläche. Bei der Gefiederpflege werden diese Hakenverbindungen wieder in Form gezogen. Jeder Haken wird mit einem Bogen verbunden. So entsteht ein wasserundurchlässiges Gefieder. Die Spannung ist so stark, dass Wassertropfen einfach abperlen. Das Fett aus der Bürzeldrüse macht das Gefieder ebenfalls wasserfest. Die Federn bleiben geschmeidig und flexibel. Außerdem wirkt der feine Film antibakteriell und pilzhemmend. Interessant finde ich auch, dass die Vögel mit der Anordnung ihrer Federn die Wärmezufuhr regeln können. Das Aufplustern kennen auch viele Nichtvogelhalter. Aber wusstet ihr, dass die Vögel beim Sonnenbad ihre Federn so aufstellen können, dass die Sonne direkt auf die Haut einwirken kann? Gefiederstörungen können viele Erscheinungen annehmen. Ein zerzaustes, struppiges Gefieder, das nicht gepflegt wird, zählt zu den ersten Anzeichen einer ernsten Erkrankung. Meist steckt ein Vitaminmangel oder Stoffwechselstörungen dahinter. Wenn das Keratin brüchig ist oder es Fehlbildungen gibt, wie defekte Haken und Bogen.
Das Gefieder wirkt dann struppig und ist nicht mehr wasserdicht. Wachsen Schwung und Schwanzfedern nicht mehr nach, ist das ein Anzeichen für eine Infektion mit Polyomaviren, die bei Wellensittichen allerdings recht selten ist. Leider kann die Krankheit nicht geheilt werden. Ich hatte bisher nur einen Wellensittich mit Verdacht auf diesen Virus, was sich später allerdings auch nicht bestätigt hat. Es war schlicht eine Stoffwechselstörung als Sekundärerkrankung. Wellihennen mit einem dauerhaft hohen Östrogenspiegel bekommen ein schütteres Gefieder, ähnlich der Bindegewebsschwäche Zellulite bei uns Menschen. Zum Schluss noch ein faszinierendes Thema: Wie Vögel ihr Gefieder wahrnehmen, unterscheidet sich stark von unserem Sehvermögen. Wie anfangs beim Vogelauge erwähnt, können Wellensittiche UV-Licht und Schillerfarben sehen. Wir können das leider nicht. In der wirklich empfehlenswerten Doku von David Attenborough, Life in Color, wird mit verschiedenen Filtern versucht darzustellen, wie Insekten und Vögel die Welt wahrnehmen. Einen kleinen Einblick erhalten wir, wenn wir die Vögel mit Blitzlicht fotografieren. Ich versuche das zu vermeiden, da die Wellis irritiert davon sind und der Blitz sie blendet. Aber wenn die Sichtverhältnisse schlecht sind, lässt sich das leider nicht immer vermeiden. Besonders groß war der Effekt bei meiner Albino-Henne. Mit Blitzlicht erscheint das strahlend weiße Gefieder plötzlich mit polarblauen, wie Fischschuppen glänzenden Spitzen. Vermutlich kommen bei Blitzlicht die für uns sonst unsichtbaren Schillerfarben zum Vorschein. Diese Leuchtpigmente sind bei einigen Farbschlägen offenbar so stark ausgeprägt, dass man sie mit bloßem Auge erkennen kann, wenn man genau hinsieht. Besonders bei den blauen Farbschlägen erkenne ich sichtbare Unterschiede und Übergänge am Bauchgefieder. Prominentestes Beispiel in der Forschung sind die Kehltupfen der Männchen. So wird vermutet, dass Wellensittichhennen Hähne mit größeren und leuchtenderen Kehltupfen bevorzugen.